Zu keinem Thema bekomme ich wirklich so viele Fragen gestellt wie zum Thema Zelte. Und deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht und die Top 30 Ultraleichtzelte herausgesucht und möchte euch heute mal zeigen, was ich von den einzelnen Zelten wirklich halte. Und dazu habe ich eine Rangliste erstellt, eine sogenannte Tierlist, in der ich jetzt die 30 Favoriten, die ich mir herausgesucht habe, mal einordnen werde und euch subjektiv sagen möchte, welche ich davon besser oder schlechter finde und vor allem warum. Los geht's hier mit dem S-Tier. Das sind wirklich die besten Zelte, gefolgt von A, B, C und ganz unten D. Und dazu muss ich sagen, dass ich hier nur Zelte ausgewählt habe, die maximal um 1 Kilo wiegen, also ultra leicht sind. Es sind alles Ein-Personen-Zelte. Biwaksäcke habe ich hier komplett ausgeklammert, da wir erstmal nur von klassischen Zelten sprechen. Und natürlich sind alle diese 30 Zelte wirklich gut. Deswegen sind sie auch meine Favoriten. Und das heißt also nicht, wenn ich ein Zelt jetzt ganz unten gleich einordnen werde, dass das überhaupt gar keine Empfehlung ist. Das erste Zelt ist hier links ein Tartan Moment DW LI. 850 € für 700 Gramm. LI steht hier für Lithium. Also das Material ist DCF und das Tartan Moment ist dafür bekannt, dass es ein sehr robustes und sturmsicheres 4-Jahreszeiten-Zelt ist. Deswegen habe ich es mir auch gekauft und vor allem, weil es optional wirklich freistehend gemacht werden kann durch eine Längsstange, die man noch oben drüber spannen kann. Dennoch, als ich es getestet habe, ja, war es ein bisschen wackelig. Die Konstruktion hat mir gerade im freistehenden Modus nicht so gut gefallen. Da hatte ich dann persönlich mehr erwartet. Nichtsdestotrotz ist es zumindest auf dem Papier eigentlich fast das perfekte Zelt. Im freistehenden Modus wiegt es dann allerdings ungefähr 950 Gramm. Die Belüftung ist hier wirklich super, da man die beiden Enden aufmachen kann. Nichtsdestotrotz subjektiv ordne ich sie genau in der Mitte bei B ein. Als nächstes haben wir das geniale Six Moon Designs Gatewood Cape. 270 € und mit einem optionalen Innenzelt wiegt es immer noch ungefähr 670 Gramm nur. Das heißt sehr, sehr leicht. Es ist ein klassisches Trekkingstock-Pyramidenzelt, hat dann sogar eine Doppelwand und das Besondere ist, dass es gleichzeitig noch ein Poncho ist, den man tagsüber tragen kann und sich so dann natürlich seine Regenbekleidung unterwegs sparen kann. Der Nachteil ist, dass es extrem schwer aufzubauen ist, vor allem richtig gut aufzubauen ist und das natürlich sehr, sehr klein ist. Ich hatte das Zelt selber 1 Jahr im Besitz, war damit auch zufrieden, habe es dann verkauft. Für wirklich fortgeschrittene Leute, die ganz was Minimalistisches suchen, ist es aber eine super Option, deswegen setze ich sie auf A. Weiter geht's mit dem Zelt von Decathlon, nämlich das MT900 Minimal Editions. 150 € und minimal kann man das auf 736 Gramm runterbrechen. Ich habe es ausführlich vorgestellt und getestet und mir gefällt es generell sehr, sehr gut. Man hat hier 2 Trackingstöcke, die man benutzen muss, also eine Doppelpyramide. Es ist auch doppelwandig. Etwas auf der kleineren Seite und was mir immer nicht gefallen hat, ist, dass eine Seite in der Pyramide nicht integriert war, wie das zum Beispiel bei anderen Zelten der Fall ist. Auch mögen viele Leute die Farbe nicht, aber für den Preis und das Gewicht ist es trotzdem für mich auch bei B einzuordnen. Dann haben wir die Ein-Personen-Variante des Slingfin Portals. 1130 Gramm für 500 €. Und damit liegen wir im Vergleich zu den anderen Zelten jetzt auf der schwereren Seite. Aber für knapp über 1 Kilo bekommt man hier wirklich meiner Meinung nach das sturmsicherste, robusteste, freistehende Ultraleichtzelt, was es auf dem Markt überhaupt gibt. Die Designentscheidungen, die man hier getroffen hat und die gesamte Qualität sind absolut genial. Man kann optional noch Trackingstöcke integrieren, um das Ganze noch robuster zu machen. Es gibt integrierte Kreuzbänder im Innenzelt, die man diagonal zuspannen kann, um die Konstruktion noch zu verstärken. Man setzt hier auf Alustangen statt Carbon und landet trotzdem bei nur knapp über 1 Kilo. Man kann das Zelt also bei jedem Wind und Wetter, egal wo, aufbauen und hat immer auf jeden Fall eine total sichere Lösung. Deswegen kann ich das nicht anders einordnen als bei S. Als nächstes haben wir das Nordisk Lofoten 1 LW. 400 € für 830 Gramm und man ist hier wirklich bei einem sehr, sehr minimalistischen Zelt. Erinnert schon fast an einen Biwaksack, also eine Art Tunnelzelt, Doppelwand und man hat im Vergleich zum Nordisk Lofoten ja auch noch ein bisschen mehr Platz und Kopffreiheit. Fühlt sich also nicht so eingeengt. 830 Gramm ist natürlich ein bisschen auf der schwereren Seite für so eine Form und es ist auch nicht ganz einfach zu spannen, habe ich gehört. Ich habe selber noch nicht getestet. Nichtsdestotrotz ist es ein Setup, was gut funktioniert, was mit wenigen Heringen aufgespannt werden kann und halt auch super sturmsicher aufgrund der Form ist. Und vor allem für 400 €, den Preis finde ich fair, deswegen ist es bei mir auf A. Als nächstes kommt ein Zelt, was ich wirklich sehr häufig auch sehe, das andere Modell von Decathlon, 4Class Track 900. Ein etwas klassischeres Zelt, 100
190 €, 1200 Gramm, also schon auf der schwereren Seite. Man braucht ja eine Stange, muss es trotzdem mit einem Hering abspannen. Eine Besonderheit ist hier, dass die Apside, also das Vorzelt vorne, mit einem Boden versehen ist. Es ist dennoch aber eher was für kleinere Leute, da hat man wirklich ein bisschen an den Maßen gespart und ja, für Preis und Leistung finde ich es eigentlich nur auf D. Die Qualität stimmt aber trotzdem und für alle, die eher ein klassischeres, konservatives Zelt zum Einstieg suchen, wäre das durchaus auch eine geeignete Wahl. Dann haben wir das Zelt, was ich auch aktuell benutze, nämlich das Tarptemp Rainbow Li. 850 €, 619 Gramm. Auf dem Foto ist hier die 2-Personen-Variante. Ich spreche hier von der 1-Personen-Variante. Für mich ist es der beste Kompromiss aus allen Faktoren. Es ist aus DCF ein einwandiges Zelt. Es kann freistehend aufgebaut werden, indem man die Trackingstöcke auf eine wirklich besondere Weise mit der vertikalen Carbonstange verbindet. Es ist sturmsicher. Man hat auch in der 1-Personen-Variante mehr als genug Platz und Kopffreiheit. Und für das Gewicht 619 Gramm ist es für mich mein Lieblingszelt, mein Favorit, deswegen ordne ich es auf jeden Fall auch hier oben bei S ein. Und auch die Silpoly-Variante des Tarptemp Rainbows muss sich hier ganz oben ansiedeln. Mit 870 Gramm ist man ein bisschen schwerer unterwegs, aber es kostet nur 300 €. Silpoly sorgt dann auch für eine längere Langlebigkeit. Man hat in dieser Variante sogar noch ein bisschen mehr Platz als in der DCF-Version und hat hier unendlich viel Platz, hat die Möglichkeit, das freistehend zu machen. Es ist in einem schicken Grün. Ich kann nichts Negatives darüber sagen. Meine Empfehlung für alle, deswegen auf jeden Fall auch S. Als nächstes haben wir das Sipex Ultraplex Lite. 800 €, aber eine unfassbare 374 Gramm. Es besteht aus DCF, ist ein Pyramidenzelt, was mit einem langen Trackingstock aufgespannt wird. Denn es gibt auch noch das Solo Lite, was da ein bisschen kleiner ist. Aber ich finde, das Ultraplex ist das Mindestmaß, was man so auf längeren Touren dabei haben sollte. Denn hier hat man, obwohl es so leicht ist, noch einigermaßen vernünftig Platz. Es ist relativ leicht aufzubauen. Der Preis ist zwar ein bisschen hoch, aber für alle, die wirklich das leichteste, nicht freistehende DCF-Zelt suchen und auch gut mit Minimalismus klarkommen, die können hier getrost das Ultraplex nehmen, deswegen ist es bei mir auch ganz oben anzusiedeln. Und für alle, die noch ein bisschen mehr Gewicht im Kauf nehmen wollen, bietet sich hier das Durston X-Mit 1 Pro an. 750 €, 445 Gramm, also unwesentlich schwerer. Dafür hat man wirklich einen absoluten Palast. Eine patentierte Geometrie, es wird dann mit 2 Trackingstöcken aufgespannt. Der perfekte Aufbau, das muss man sagen, ist nicht ganz einfach, kommt mit der Lernkurve einher. Nichtsdestotrotz gleicht der unglaubliche Platz das wieder aus und es ist auch wirklich für 3 4 Jahreszeiten geeignet. Die Sturmtests sind auch durchweg positiv und ich kann es nicht anders als dieses besondere Zelt, muss man auf jeden Fall wegen der Geometrie sagen, auch bei S einzuordnen. Und hier haben wir das mit Abstand günstigste Zelt, nämlich das Underwood Aggregator für nur 60 €. 893 Gramm wiegt es, auch ein Trackingstock-Pyramidenzelt und das ist wirklich besonders. Die Qualität ist besser als man denkt. Ich habe es ausführlich getestet, schon ein paar Nächte verbracht. Man darf nicht zu viel erwarten, aber die Nähte sind getaped. Der Boden ist komischerweise mit der Außenwand direkt verwoben, sodass man da keine Lüftung hat. Aber ich fand es vom Platz her super, ich fand die Qualität ausreichend und ich fand es vor allem gemütlich. Es ist kein High-End-Zelt, deswegen dennoch nur bei C anzusiedeln, aber für alle, die echt mal nur ins Hobby reingehen wollen und Geld sparen wollen, kann ich das durchaus da auch empfehlen. Ja, und schon wieder ein absoluter Knaller. Die Reihenfolge war ja wirklich zufällig, die habe ich nicht manuell angeordnet. Das Durston X-Dome eine Person. Es kostet nur 380 € und das ist für die Qualität und dem Funktionsumfang wirklich wenig. 950 Gramm, dafür komplett freistehend mit einem interessanten Carbongestänge und der Platz, den man hier erhält, ist wirklich unfassbar. Ich habe es getestet, ich lag drin, man kann sich fast schon hinhocken, hat ein sehr breites Vorzelt und vor allem für alle, die es nicht möchten, kein DCF, sondern Silpoly. Deswegen ist es somit der beste Allrounder, den es momentan auf dem Markt gibt und auch hier ist es ein ganz klares S-Tier. Und dann noch ein Zelt von Tarptemp, nämlich hier das klassische Scarp 1 Ultra. Das Scarp gibt es schon sehr, sehr lange und ich liebe diese Bauform. So stelle ich mir eigentlich ein perfektes Zelt vor. Wir haben ja auch quasi eine Stange in der Mitte, die einmal als Regenbogen rübergeht und können es optional auch mit einer Kreuzstange noch freistehend machen. Es ist doppelwandig und in dem Modell aus Ultra, quasi der Nachfolger von DCF, der robuster ist, aber ein bisschen schwerer ist. Das Problem ist, es kostet 700 € und wiegt 1154 Gramm. Ich wünschte, es wäre leichter, denn das Scarp ist wirklich
für alle Trips gemacht, also ultra sturmsicher, ähnlich wie das Slingfin Portal. Wird man hier noch irgendwie 200 Gramm runterbekommen, wäre es für mich auch interessant, deswegen kann ich es hier nicht auf S setzen, wegen dem Gewicht, aber auf A, denn ich mag es wirklich sehr, ich mag den Platz, ich mag die Form, da fühlt man sich auf jeden Fall super sicher drin, deswegen auf jeden Fall ein super Zelt. Danach kommt das Six Moon Designs Luna Solo, 260 Euro und 740 Gramm und das ist wirklich auch neben dem Rainbow meine Empfehlung für alle, die ein super Preis-Leistungs-Einsteiger-Zelt wollen, aber nicht unbedingt den freistehenden Modus, wie zum Beispiel beim Rainbow, brauchen. Hier hat man eine riesige Pyramide, braucht also auch einen Trackingstock. Das Zelt ist blitzschnell in 3 Minuten, wenn man Übung hat, perfekt aufgespannt und es ist verdammt groß. Ich habe da auch schon mit 2 Leuten drin geschlafen. Deswegen auch hier auf jeden Fall bei A anzusiedeln. Wäre es noch ein bisschen leichter, würde ich es vielleicht sogar auf S packen. Als nächstes liegt hier das Gossamer Gear The One. 662 Gramm und 400 Euro möchte der Hersteller dafür haben. Durchaus gerechtfertigt. Wir haben ein Doppelpyramidenzelt, also ähnlich wie das MT900 von Decathlon. Die Qualität ist super, die Wände sind sehr, sehr steil, was ein Nachteil bei starkem Wind sein kann. Ich finde 400 Euro auch etwas zu viel dafür. Dennoch ist es ein durchschnittlich gutes Doppelpyramidenzelt, was dann dementsprechend auch eine etwas größere Aufspannzeit hat. Deswegen setze ich es bei mir nur auf C. Und dann haben wir hier das MSR Huber NX und das wohl populärste dieser 30 Zelte, da sehe ich unterwegs wirklich am meisten und das auch vollkommen zu Recht. Denn für 350 Euro und 1120 Gramm bekommt man hier ein klassisches Zelt, was einfach funktioniert. MSR ist immer ein System, was sehr einfach aufzubauen ist und für alle, die vielleicht vom klassischen Camping kommen, ist das ein super erstes Trekkingzelt. Das gibt es schon sehr lange. Mittlerweile, finde ich, gibt es 1, 2 Optionen, die würde ich Einsteigern noch eher empfehlen. Aber wer wirklich was ganz Klassisches, Einfaches mag, der ist mit diesem Stangenzelt hier von MSR bestens bedient. Ich werde es genau in die Mitte bei B einordnen. Und dann haben wir hier ein Zelt von Hilleberg. Und zwar das leichteste von allen Hilleberg-Zelten, nämlich das Enan. 960 Gramm für 940 Euro. Zu Hilleberg brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Die beste Qualitätssicherung von allen. Hier muss man sich um Qualität absolut keine Sorgen machen. Das Ding funktioniert, ist absolut sturmsicher, auch wirklich ein flaches Tunnelzelt, was dementsprechend dann auch sehr klein ist. Bei der Qualität etwas auf der schwereren Seite natürlich ist. Es ist nicht freistehend, man braucht aber nur 2 Heringe. Für alle, die wirklich Top-Qualität wollen, ist es ein super Zelt und trotz des Gewichts und des Preises setze ich es hier auch genau in die Mitte auf B. Danach haben wir das Zpexx Duplex Lite, ein wirklich großer Klassiker, gerade im amerikanischen Raum. 850 Euro, 423 Gramm aus einem wirklich sehr, sehr dünnen DCF. Das Zelt wird über die Jahre immer leichter. Wir sind hier bei der Lite-Variante. Man hat sehr, sehr viel Platz. Es hat eine relativ klassische Zeltform mit 2 Trackingstöcken. Erinnert das so ein bisschen an ein Tarp. Für mich auch wirklich ein Tacken zu minimalistisch für meinen Geschmack. Aber es ist halt eine super leichte Option, die funktioniert. Man hat hier an einigen Ecken gespart. Zum Beispiel gibt es auch keine Reißverschlüsse an den Enden, was für weniger Gewicht sorgt. Deswegen setze ich es bei mir nicht ganz auf S, sondern hier auf A. Als nächstes haben wir auch ein sehr populäres Zelt, gerade bei Einsteigern, die auch was günstigeres suchen, nämlich das 3F UL Gear Lanshan Pro 1. 190 Euro nur für 840 Gramm. Es ist einfach ein klassisches, ausgereiftes Pyramidenzelt, was funktioniert, was dann auch mit einem Trackingstock aufgespannt werden muss. Die Qualität ist auf jeden Fall super für den Preis. Man bekommt es hier auch gut in deutschen Online-Shops. Es gibt günstigere Pyramiden. Es ist einfach ein normales Standardzelt, was auf jeden Fall gut ausreicht. Deswegen setze ich es hier bei mir auf C, da ich dann immer lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen würde und vielleicht zu einem Pyramidenzelt greifen würde, was dann noch mehr Platz bietet oder vielleicht noch leichter ist. Dann haben wir das Nature High Cloud Up 1. Gibt es bereits schon um die 150 Euro, wiegt aber 1300 Gramm, also das schwerste Zelt hier. Es ist für mich im Prinzip einfach nur ein schlechteres, aber günstigeres MSR Huber NX. Man hat hier auch ein Stangensystem, es ist gewissermaßen auch freistehend und es gibt einen Fronteingang, muss man auch mögen, hat Vor- und Nachteile. Deswegen es ist so günstig und man bekommt echt viel Material, was auch von der Qualität stimmt. Deswegen ist es für mich sogar auf B hier.
Dann haben wir das C2 Summit Alto TR1. 300 € für 938 Gramm. Und es ist ein optisch sehr besonderes Zelt, das muss man sagen. Es ist leider nicht freistehend, was ich hier als großen Haken und verpasste Chance wirklich sehe, weil man hat eine Menge Stangen, die wirklich toll auch gebogen sind, denn die gehen in der Mitte nach oben, sodass man eine große Kopf- und Schulterbreite hat. Aber dadurch ist es auch ein bisschen windempfindlicher und wäre es freistehend, würde ich es definitiv höher ansiedeln. Für das Gewicht, den Platz und die Funktion und der Aufbauzeit bei mir aber leider nur auf D. Und hier haben wir das erste Zelt von Big Agnes, nämlich das Fly Creek HVUL1. 765 Gramm für gerade nur im Angebot 330 €. Das sind sehr, sehr gute Werte. Das Zelt ist semi-freistehend, besteht aus 3 Stangen, die im Dreieck stehen. Der Fronteingang muss dann noch separat abgespannt werden, aber es ist eine verdammt runde Sache, die sehr, sehr schnell auch aufzubauen ist. Das ist die Minimalkonfiguration. Man darf ja von den Funktionen und dem Platz nicht allzu viel erwarten, aber es ist auch zum Beispiel für Bikepacker eine sehr, sehr häufige und populäre Wahl. Das kann ich auch noch bestätigen und auch zum Ultraleicht-Tracking für 2 oder 3 Saisontouren wirklich eine super Option. Deswegen ist es bei mir auf A. Danach kommt das Nemo Hornet Elite Osmo. 500 € möchte man hier haben, aber bekommt dann ein Zelt, was nur 657 Gramm wiegt. Und das ist so ein kleines Mittelding aus dem Tartem Rainbow LI und der normalen Rainbow-Variante, sowohl vom Preis als auch von Gewicht. Der Nachteil ist, es ist leider nicht freistehend. Man braucht also Heringe, hat dafür aber wirklich ein qualitativ hochwertiges Zelt. Das Elite ist auch ausgereift, das ist die neueste Version. Es gab früher mal Qualitätsprobleme, bei dem Zelt ist das aber nicht so. Gute Kopffreiheit, ist vom Preis aber doch ein bisschen höher, deswegen werde ich es hier auch im Mittelfeld bei B einordnen. Als nächstes kommt das Hyperlight Mountain Gear mit 1 Zelt. 476 Gramm für 600 €. Und es ist einfach eine klassische, gut funktionierende DCF-Pyramide, aber mit dem Gewicht auf jeden Fall 100 Gramm schwerer als ähnliche Produkte von Z-Packs. Man hat hier klassische Hyperlight Mountain Gear Qualität und ein etwas dickeres DCF, was ich aber bei dieser Bauform nicht für notwendig erachte. Deswegen setze ich es bei mir hier nach ganz unten. Dann kommt hier ein Zelt von Lightway, nämlich das Illusion. Nur 300 € für 615 Gramm. Und hier hat man wirklich eine Nicht-DCF-Pyramide, die echt verdammt cool aussieht. Das finde ich auf jeden Fall von den Farben her und auch von der Belüftung oben ist es besonders. Es hat nicht ganz so viel Platz wie das Luna Solo und ist auch nicht ganz so schnell aufzubauen, aber fast. Aber dafür hat man nochmal 120 Gramm weniger. Und ich finde es insgesamt genauso gut, deswegen ordne ich es auch hier bei A auf jeden Fall ein. Und hier haben wir die minimalere Variante von Nordisk, nämlich das Lofoten. 800 € möchte man für die wirklich ultraleichte Variante, die nur 500 Gramm wiegt. Und das ist so ziemlich das leichteste, was man sich vorstellen kann, was nicht aus DCF ist. Es ist immer noch größer als ein Biwaksack, hat immer noch ein Vorzelt, wo man Schuhe und Rucksack lagern kann und hat immer noch eine Doppelwand. Das ist komplett sturmresistent, das ist gut aufzubauen. Man darf nicht allzu viel Platz erwarten, aber hat hier wirklich eine geniale, minimale Lösung. Der Preis ist sehr teuer, aber für alle, die kein DCF mögen, eine sehr, sehr gute Wahl. Deswegen auch hier auf jeden Fall auf A. Dann kommt hier das leichteste Zelt von MSR, nämlich das Freelight. 380 € für nur 805 Gramm. Und das ist immer noch im MSR-Style, das fühlt sich immer noch an wie ein richtiges Zelt, ist auch vom Gewicht und vom Preis her okay, aber es hat leider Qualitätsprobleme. Also die Stangen brechen häufig, es ist nicht das stabilste. Es gibt natürlich neuere Versionen, man arbeitet dran, aber es ist immer mit einem kleinen Risiko verbunden, weswegen ich das auf keinen Fall hier oben anordnen würde. Es verhält sich so ein bisschen wie bei der Uberlight von Thermarest. Man hat ein sehr leichtes und funktionierendes Produkt, bis es eben kaputt geht. Deswegen ist es für mich hier nur auf C. Dann kommt hier ein anderer Favorit von Big Agnes, nämlich das Copper Spur UL1. 360 € kostet es und 964 Gramm wiegt es. Und hier ist man eigentlich sehr ähnlich zu dem X-Dome. Es ist komplett freistehend, hat hier Alustangen und auch bei einem ähnlichen Gewicht, aber es bietet natürlich bedeutend weniger Platz. Dennoch ist es von der Preis-Leistung ein sehr gutes Zelt. Es hat einen Seiteneingang im Vergleich zu der anderen Big Agnes Variante. Ich finde es aber nur fast so gut, weil es natürlich auch mehr wiegt. Deswegen ist es hier ein ganz solides B. Und zum Schluss haben wir noch das Tarptent Notch LI. Der absolute
König der Doppelpyramidenzelte. 540 Gramm für 800 Euro. Also vom Preis her schon sehr hoch, aber wer dieses Konzept mag, ist hier bestens bedient, denn man hat ein riesiges Platzvolumen, man hat eine Doppelapside im Gegensatz jetzt zu der Pyramide von Decathlon. Das Innenzelt ist überschaubar klein, man fühlt sich aber trotzdem nicht eingeengt, weil man links und rechts Platz hat. Wer bereit ist, so viel Geld auszuzahlen, der ist hier gut bedient. Dennoch aufgrund des großen Preises und des kleinen Gewichtsunterschieds zu anderen Produkten, wie zum Beispiel im Decathlon-Zelt, würde ich sie ähnlich bei B einordnen. Ja, damit habe ich meine 30 favorisierten Zelte jetzt mal nach der Rangliste eingeordnet. Ich will nochmal betonen, dass das subjektiv ist. Auch die Zelte bei D und C finde ich gut, aber vielleicht andere aus den genannten Gründen besser. Ich werde euch unten diese Tierlist mal verlinken und würde mich freuen, wenn ihr mal eure Rangliste gestaltet und die mal in den Kommentaren hinzufügt. Die gezeigten Zelte werde ich natürlich auch in der Beschreibung verlinken, und konnte euch das Video helfen und hat euch gefallen, würde ich mich auch wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.